Hey liebe Braves-Familie, ich bin Dube, das ist Amo, falls ihr uns manchmal verwechselt. Wir sind die Zwillinge hinter dem Projekt. Und ja, wir haben ein kleines Q&A gemacht, haben aufgerufen in unseren Stories und auch auf der Braves-Seite, dass ihr alle eure Fragen an uns richten könnt. Und wir haben uns jetzt hier die Zeit genommen, einfach mal alle eure Fragen abzudecken. Denn die Saison beginnt in einem Monat. Wir sind super gespannt und hoffen, ja, dass es wieder so eine geile Saison wird wie letztes Jahr. Ich sage immer so ein bisschen vielleicht Underdog gewesen zu sein. Ich glaube, keiner hat so richtig damit gerechnet, dass wir tatsächlich am Ende so gut spielen, wie wir gespielt haben. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich glaube, Dube hat immer mal wieder in Gesprächen gesagt, dass er auf jeden Fall denkt, dass das so weit kommen kann. Wir haben aber, glaube ich, so von außen schon am Anfang erstmal gehofft, dass alles gut läuft. Und das hat nicht nur damit zu tun, was auf dem Feld passiert ist, sondern es hat vor allem auch damit zu tun, was drumherum passiert. Ganz neue Liga, ganz neue Herausforderungen. Dann alles ganz schnell versuchen hinzubekommen, war schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Dass es am Ende dann so gut gelaufen ist, ist natürlich sehr, sehr schön. Ein Sieg oder eine Serie mit, glaube ich, am Ende einer Differenz von 2 Punkten zu verlieren und dann den sportlichen Aufstieg daher nicht zu schaffen, ist, glaube ich, eine Geschichte, die es sich lohnt zu erzählen, worauf wir auf jeden Fall sehr stolz sind. Ja, aber vielleicht nur eine Spielersicht, auch wenn du jetzt kommende Saison nicht mehr Spieler bist. Ja, für uns, also ich habe immer daran geglaubt, dass wir als Team relativ weit kommen können. Ich meine, die Personalien, die wir mit in unserem Team hatten, auch mit einem Andreas Seifert zum Beispiel, der jetzt bei uns seine Karriere beendet hat, das sind natürlich schon Personalien, oder Marley Jean-Louis, der jetzt leider abgegangen ist. Da sind schon wirklich gute Leute zusammengekommen. Es war halt irgendwie immer nur so ein Problem dadurch, dass du neue Personalien hast im Team, dass du so ein Teamgefüge findest. Ich glaube, das ist dann zu einem gewissen Zeitpunkt auch dann ganz gut gelungen. Und deswegen hatte ich da schon immer so irgendwie so ein bisschen ja, den Outlook, dass wir es auf jeden Fall weit schaffen. Hat sich ja dann zum Glück auch so bewahrheitet. War wirklich eine sehr, sehr nice Saison. Vor allen Dingen das letzte Heimspiel gegen Bonn-Röndorf ist mir auf jeden Fall ins Gedächtnis gebrannt. Natürlich wäre der sportliche Aufstieg so nah dran gewesen, aber alles drumherum. Also ich meine, ich habe zwar gespielt letztes Jahr, aber ich bin ja im regen Austausch die ganze Zeit mit Amo, mit Madu, mit Adam, mit Joey, mit den ganzen Leuten, die das ganze Projekt hier am Laufen halten. Und rein strukturell, intern wären wir auf gar keinen Fall irgendwie bereit gewesen, irgendwie die Pro A zu bestreiten, wenn man ehrlich ist. Das muss alles noch nachhaltig aufgebaut werden und kostet natürlich sehr viel Zeit, sehr viel Geld. Und ja, da wird es auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, dass wir das so weit bekommen, dass da alles läuft. Also Sponsorenportfolio, sage ich mal, es sieht ein bisschen anders aus. Wir haben mit Kicks einen Wegbegleiter der letzten Jahre leider tatsächlich verloren. Ist sehr schade, sehr, sehr schade, weil wir dort eigentlich eine ganz gute Zusammenarbeit hatten und gerade die letzte Saison, denke ich, nochmal Augen geöffnet hat, was hier in Berlin gerade passiert. Aber es kommt, wie es kommt. Und wir wollen jetzt das nächste Jahr natürlich ein bisschen anders angehen. Mit dem geänderten Portfolio an Sponsoren kommen natürlich andere Herausforderungen. Bedeutet, wir mussten jetzt ein bisschen umstrukturieren. Ihr werdet es über den Sommer mitbekommen haben, wir haben uns vom Trainer Ahmad Chazaza getrennt, haben jetzt mit Michael einen neuen, sehr engagierten Trainer dabei, der bis jetzt echt einen ganz guten Job macht. Gefällt mir wirklich, was er macht. Und dann natürlich, was für Fans nochmal deutlich bedeutender war, waren natürlich die Abgänge von vielen, vielen Spielern. Ja, da sind neben natürlich Martin und Andreas, die ihre letzte Saison mal so halb profimäßig noch zusammenspielen wollten. Kommt dann noch dazu, dass wir mit Marlin den Zuschauerliebling verloren haben, leider. Und jetzt André auch nochmal weg ist, bedeutet, es wird eine ziemlich neue Mannschaft werden. Was aber natürlich schön ist, ist, dass wir mit Philipp, mit Kevin, mit Jermaine auf jeden Fall Jungs haben, die auch im letzten Jahr schon große Anteile an Spielminuten hatten, die weiterkommen werden. Und dann jetzt noch neue Spieler dazugekommen sind mit einem Adrian Worthy, mit einem Kimonin Sonde, mit einem Malik Eichler. Dann haben wir noch eine kleine Überraschung für euch von einem Spieler. Das können wir aber jetzt noch nicht bekannt geben. Von daher stellt euch darauf ein, dass es ganz interessant wird. Es wird deutlich anders gespielt werden. Wir werden viel schneller spielen. Das wird euch sehr viel Spaß machen. Und worauf ich mich besonders freue oder was jetzt natürlich unseren Kurs auch machen wird, ist, dass wir den Fokus mehr so Richtung die Jugend richten. Ja, wir wollen unseren jüngeren Spielern die Gelegenheit geben, viel Verantwortung zu übernehmen, um das Ganze so auf ein bisschen nachhaltigere Beine zu stellen und dort einen guten Kern auszubilden, den man dann mit weiteren Spielern ergänzen kann, um dann einen weiteren
dann vielleicht auch mal wieder oben angreifen zu können in der Pro B. Man muss auf jeden Fall nochmal ein wirklich riesiges Dankeschön an Kicks aussprechen, die wirklich die allerersten waren, die mit an dieses Projekt geglaubt haben und zu einem Zeitpunkt eingestiegen sind, wo viele sich wahrscheinlich auch noch nicht getraut hätten, so viel Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, so ey, ich mag, was ihr macht und ich will diesen Leistungssport in Deutschland fördern und ihr seid irgendwie so was Neues, ein neues Projekt, ihr seid ein junges Projekt mit einem sehr jungen, diversen Team dahinter. Aber letztendlich ist es auch irgendwie so ein bisschen so eine Chance gewesen jetzt im Sommer. Wir mussten halt an sehr viele Türen klopfen, neue Sponsoren zu akquirieren, weil sie halt wirklich einen Großteil unseres Etats ausgemacht haben. Aber es hat uns auch irgendwie so ein bisschen gelehrt, dass du vor allen Dingen in Deutschland passiert es immer wieder in der Basketballlandschaft, dass wenn du nur einen Hauptsponsor hast, auf den du dich stützt, dass sobald der abspringt, das ganze Gerüst ganz, ganz schnell ins Wanken kommen kann. Und deswegen sind wir jetzt auch viel mehr an diesen Approach gegangen, ein bisschen großflächiger zu gehen, wirklich viele Partner zu finden, die an dieses Projekt glauben, auch Leute mit kleinen Beträgen, die mit dazukommen, die einfach an uns glauben und an das, was wir tun, dass wir uns nicht mehr so super stark auf eine Person fixieren müssen oder ein Unternehmen, was uns unterstützt, sondern wirklich eine breite Masse und starke Unternehmen haben. Oder vielleicht auch so kleine familiäre Unternehmen wie die Malerei nebenan oder das Steuerbüro aus der Straße unten. Und auch die können in der Masse einen super starken Unterschied machen. Da haben wir viele gefunden und die auch ein bisschen so das reflektieren, was wir reflektieren möchten als Verein. Die wirklich ein cooles Auftreten haben, ein cooles Produkt haben. Und hoffentlich werdet ihr da auch immer mehr auf uns zukommen, dass wir unsere Arbeit auch in Zukunft immer besser leisten können. Ja, dadurch, dass sich das Team jetzt relativ neu formiert, ist es so, dass ich man muss einfach mal schauen, wie sich das Ganze zusammenfügt. Es gibt halt auch super viele neue starke Teams in der Liga. Es gibt die ETB Miners, die auch wirklich einen guten Etat haben von dem Team, was sie sich zusammengestellt haben. Paderborn ist aus der Pro A zurückgekommen. Das ist ein Standort, der schon jahrelang gute Jugendarbeit macht und auch ein gutes Pro A-Team ab und zu gestellt hat. Jetzt zum Ende natürlich nicht, weil sie abgestiegen sind, aber die machen eine gute Arbeit schon über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Und da wird es natürlich dann auf jeden Fall auch knackig werden jetzt in dieser Liga. Wir haben ein junges, unerfahrenes Team, was dann sehr viel über Physis kommen muss und Ehrgeiz. Das kann halt in der Pro B auch doch immer noch den Unterschied machen, weil es halt viele Teams gibt, die Veteranen haben oder eher ältere Spieler, die dann halt so ein junges, spritziges, kämpferisches Team, das liegt denen nicht. Deswegen können wir da, glaube ich, so für die eine oder andere Überraschung sorgen. Aber klar wird es, denke ich mal, schon einfach ein Unterschied sein zu der letzten Saison. Es wird einfach, muss man schauen. Ich bin super gespannt und traue dem Team aber wirklich sehr, sehr viel zu und bin super gespannt auch, wie sich die einzelnen jungen Spieler jetzt entwickeln in der neuen Saison. Unter anderem einen Jermaine oder einen Manu, der jetzt mehr Spielanteile haben wird. Da gibt es auf jeden Fall einige Personalien, denen ich viel zutraue, die viel Verantwortung übernehmen können. Und ja, ich bin super gespannt auf jeden Fall auf die neue Saison. Ja, also ich würde mich da einfach anschließen. Ich denke, was können wir erwarten? Wir können erwarten, dass sie auf jeden Fall immer ihre 100% geben. Und etwas, was ich mir wünsche oder was ich auf jeden Fall auch hoffe, ist, dass sie alle mit viel Selbstbewusstsein aufspielen. Sie sind nicht ohne Grund bei uns in der Mannschaft. Ja, wir haben das zusammengestellt, wo wir der Meinung sind, dass das die Jungs sind, mit denen wir jetzt an den Start gehen wollen. Und deswegen denke ich, muss keiner von denen irgendwie das Gefühl haben, dass da irgendwie viel Druck hinter ist oder sowas, sondern das sind die Jungs, mit denen wir hier hingehen wollten und jetzt die Saison auch spielen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie unsere Farben an der Stelle dann auch mal repräsentieren. Ja, wie ich es letzten Sommer schon oder über den letzten Sommer gesagt habe, es war alles so ein Sturm. Es ging alles sehr rasant, sehr schnell und ich denke, das haben Fans auch mal mitbekommen bei Heimspielen oder ja, bei manchen organisatorischen Themen. Ich denke, gerade da müssen wir jetzt natürlich ansetzen, dass unsere Heimspiele auch wirklich Heimspiele werden. Wir hatten zwischendurch nicht ganz so viele Mal in der Halle und das wollen wir natürlich ändern. Schön wäre es natürlich, wenn wir da irgendwo hinkommen in die Größenordnung wie Playoff-Halbfinale, aber ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber worum geht es uns? Wir wollen jetzt, dass, wenn ihr bei uns in die Heimhalle kommt, ihr eine gute Wahl an Drinks habt, eine gute Wahl an Snacks. Ihr sollt die Chance haben, euer Merch zu kaufen und ihr sollt vor allem schön Basketball sehen können und das bei guter Musik
guter Laune, vielen Menschen, mit denen ihr euch gut austauschen könnt. Genau, das ist so das erste Ziel. Und dann soll das Ganze natürlich noch so glatt wie möglich laufen. Wir werden das meiste cashless machen jetzt an dieser Stelle, sodass das Ganze ein bisschen schneller laufen kann für euch. Und darüber hinaus werden wir dann auch zusehen, dass wir gerade beim ersten Spiel eine kleine Überraschung für euch haben. Also es wird auf jeden Fall ja, an vielen Stellen gebaut. Also jetzt für das Ende des Jahres steht auch unter anderem eine Kunstausstellung an. Ich glaube, das können auch nicht so viele Vereine von sich behaupten, dass sie eine Kunstausstellung unter anderem kuratieren. Es wird auf jeden Fall mehr Events geben. Wir haben im letzten Jahr nur zur Halbmarathon und zum Marathon eine Party gehabt. Wir werden jetzt auf jeden Fall für diese kommende Saison auch 1, 2 Partys schmeißen, die dann halt primär für den Basketballverein sind. Ich denke, vieles, was ihr jetzt schon seht, ist ja sowieso schon ein bisschen anders als der herkömmliche Verein. Unsere Trikots sind, man sagt immer gerne loud. Finde ich, ist ein gutes Wort, weil wir selber auch laut sein wollen in unserem Auftritt. Wir wollen anders sein. Eine Grundlage für Innovation ist an der Stelle immer, dass wir natürlich alles andere erstmal im Griff haben. Und das ist, wie ich es in der Antwort davor schon gesagt habe, erstmal das Ziel dieses Jahr. Und dann ist natürlich perspektivisch gesehen, wenn ich mir Basketball in Deutschland anschaue, er hat riesige Schritte nach vorne gemacht. Wir waren jetzt bei Olympia Vierter, hätten vielleicht Dritter, hätten vielleicht sogar Zweiter oder Erster werden können. Und gerade dieses Momentum gilt es jetzt am Leben zu erhalten. Und wir sehen es hier auf unserer Ebene nicht. International sieht man es schon. Ich denke, egal wo man hingeht, ob man nach Paris geht, du warst jetzt in Paris zu den Olympischen Spielen oder ob man in den USA ist, überall hat Basketball diesen Stellenwert, den wir uns vorstellen. Und ich denke, hier ist es noch nicht so. Und da gilt es jetzt mit viel Lautstärke, mit viel Impulsen noch mal ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken. Wir legen die Grundlage dafür und wir werden auf jeden Fall in der Zukunft noch weitere Aktionen machen, die nicht nur basketballzentrisch sind, sondern auch über Basketball hinausgehen. Duba hatte gerade darüber erzählt, dass wir eine Ausstellung machen werden. Duba hatte erzählt, dass wir auch noch mal ein bisschen mehr Partys machen werden. Und ich denke, genau all das umfasst, glaube ich, wo wir uns jetzt positionieren wollen und wo Basketball sich auch in der Zukunft hin positionieren muss. Wenn man eigentlich noch so zurückblickt und sieht, dass eigentlich der Basketball an sich in Deutschland noch gar nicht so weit ist. Also ich meine, du hast jetzt mittlerweile so Standorte wie Vechta, wie Ulm, wie Bayern, die halt wirklich einen super Standort haben, super Facilities etc. Und das Ganze hat sich aber jetzt erst in den letzten 5 Jahren geformt. Also wir sind eigentlich noch in den Kinderschuhen der besten Zeit des Basketballs in Deutschland. Und wir wollen da auf jeden Fall auch ein Teil von sein. Und dann halt auch alles, was diesen Basketball halt auch auszeichnet, was uns als Kinder so sehr dahin gezogen hat, warum wir unbedingt Allen Iverson sein wollten oder warum wir unbedingt LeBron James sein wollten, dass wir all das sozusagen auch verkörpern, vom musikalischen, vom künstlerischen, vom Auftreten, von der Polarisierung her. Und ich glaube, das ist die Innovation, die zwar manche Vereine schon in den Facilities haben, aber nicht in der Außenwirkung. Und da sind wir halt super stark, wir sind gut in der Außenwirkung, wir schaffen es, das zu zelebrieren, was wir am Basketball lieben, aber unsere Facilities sind scheiße. Und ja, da hilft halt am Ende des Tages immer nur das nötige Geld, um das dann auch irgendwie eines Tages zu haben. Und wir haben da zum Beispiel jetzt mit DBV, mit denen wir jetzt in der Zukunft auch sehr viel enger zusammenarbeiten werden. Da kommen wir dann halt auch irgendwie da wieder hin zurück, dass wir mit ihnen als Partner so zurückgehen zu den Wurzeln des Berliner Basketballs und den dann halt auch irgendwie in West-Berlin bis in die erste Liga kriegen möchten. Ich fange mal damit an, dass wir sehr glücklich damit sind, wie der Verein sich entwickelt hat. Seitdem wir das gestartet haben, haben wir, glaube ich, mit 3, vielleicht 4 Mannschaften angefangen. Jetzt haben wir 3, 4 Mannschaften im weiblichen Bereich, 3, 4 Mannschaften im männlichen Bereich und jetzt mittlerweile auch, glaube ich, 5 Jugendmannschaften, was für uns eine unglaubliche Entwicklung ist. Darüber, sage ich auf jeden Fall, sind wir erstmal sehr, sehr glücklich. Und wir wollen natürlich allen Mitgliedern dort die Möglichkeit geben, weiter mit dem Sport in Verbindung zu bleiben und Basketball auf dem Niveau zu spielen, das gut zu ihnen passt. Was ist für die geplant? Unsere zweiten Herren haben es tatsächlich geschafft, jetzt seitdem wir angefangen haben, jedes Jahr aufzusteigen. Da ist jetzt das schlussendliche Ziel oder das realistische Ziel erstmal die 2. Regionalliga. Dafür müssten wir dieses Jahr Berliner Meister werden.
In der anderen Oberliga, in der Damenoberliga, haben wir jetzt sogar 2 Mannschaften, wo wir dann auch das Ziel haben, dass eine den Aufstieg auch nochmal schafft, womit wir dann sogar neben der Pro B schon 2 zweite Regionalligamannschaften hätten, 2 Oberligamannschaften, dann in dem weiteren Verlauf sogar noch. Genau, da ist die Perspektive, dass wir eigentlich auf allen Ebenen Leuten die Möglichkeit geben, Basketball zu spielen. Wir haben in der Bezirksliga angefangen, Ziel ist die 2. Regionalliga. Wenn ich aber in der Bezirksliga spielen möchte, dann soll das auch das Ziel sein bis dahin. Und da hoffen wir natürlich, dass wir noch mehr Mitglieder finden, vor allem Kinder, die auch bei uns spielen wollen, damit man endlich auch im gesamten Jugendbereich einsteigen kann bei uns. Da fehlt leider gerade jetzt noch die U16, aber alle anderen Mannschaften haben wir jetzt glücklicherweise. Genau. Und was kriegen sie geboten? Wir setzen uns nach wie vor sehr dafür ein, dass wir mehr Hallenzeiten kriegen. Das ist jedes Jahr aufs Neue leider ein Thema. Ich denke, dass die Mitglieder aber sehr gut damit bisher umgegangen sind, was uns, denke ich, auch auszeichnet an der Stelle. Und was wir im Weiteren noch machen wollen, ist natürlich noch mehr diesen Community-Gedanken zu fördern. Wir haben viele neue Mitglieder. Ich weiß gar nicht, ob sich alle schon so oft begegnet sind. Und gerade wenn wir im Storytelling immer sagen, wir sind die Braves Family, wir sind die Braves Nation, dann gehört halt, da auch einfach dazu, dass man sich gegenseitig gut kennt. Das heißt, wir werden in der kommenden Saison auf jeden Fall an mehreren Gelegenheiten die Chance bieten, sich mal über den Weg zu laufen. Und das vielleicht nicht nur, weil ein Training vorher oder nachher ist, sondern vielleicht auch außerhalb des Rahmens des Basketballs, aber dann vielleicht im Rahmen von einer Festlichkeit oder einer Feier oder ja, irgendwas Ähnlichem. All das, was wir gerade angesprochen haben, dass wir mit unseren Mitgliedern noch mehr Möglichkeiten aufbauen wollen und vor allem noch mehr Kinder im Verein begrüßen können, wollen wir jetzt realisieren. Dafür haben wir jetzt einen Crowdfund eingerichtet. Wichtig ist dazu zu sagen, es geht nicht nur um Basketball dabei, sondern es geht darum, dass wir noch mehr Kinder für den Sport begeistern können, mehr Kinder sozialisieren können, mehr Kinder Freundschaften aufbauen können und natürlich neben den Kindern auch alle anderen Mitglieder. Also macht es für Berlin, macht es für Basketball und macht es für Basketball in Deutschland. Macht es für den Sport, der die letzten Jahre wirklich viele Menschen sehr, sehr doll begeistert hat. Und uns auch immer weiter begeistern wird und uns auch immer weiter noch beschäftigen wird. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die neue Spielzeit. Und den größten Support, den ihr am Ende des Tages leisten könnt, ist einfach in die Halle zu kommen, eine gute Zeit zu haben, uns anzufeuern, wirklich eine gute Energie in die Halle zu bekommen. Das war das, was mir irgendwie immer am meisten gegeben hat auf dem Spielfeld. Vor allen Dingen, wenn die Ränge voll sind und man da seinen Sport ausübt. Das sind so die Momente und Emotionen, die für mich immer am Ende hängen bleiben werden. Und das wollen wir halt auch irgendwie allen anderen mitgeben können. Und ja, just gonna have a lot of fun this season again.